Habt ihr Lust, ein super leckeres Brot zu backen und das Ganze auch noch ganz einfach und ohne Kneten? Dann schaut euch dieses Video an, denn genau das machen wir hier. So, wir backen heute ein wirklich ganz einfaches Brot. Das kann wirklich jeder zu Hause machen. Wir brauchen dafür nicht mal eine Küchenmaschine. Wer eine hat, kann die natürlich nutzen. So, wir fangen an mit unserem Wasser. Das ist lauwarm. Macht bitte kein heißes Wasser rein, denn dann wird eure Hefe sterben. Ich nehme frische Hefe. Das sind 350 Milliliter, besser gesagt Gramm, denn ich wiege meine Flüssigkeit immer ab. Das ist deutlich genauer und bei Brot auch wichtig. Dann habe ich 8 Gramm frische Hefe. Wenn ihr lieber Trockenhefe nehmen wollt, geht das genauso. Dann braucht ihr 1/3 von diesem Gewicht. So, die Hefe lösen wir erstmal auf. Ihr könnt auch kaltes Wasser nehmen, dann geht der Brotteig einfach ein bisschen länger. Ihr könntet, wenn ihr wollt, diesen Teig auch im Kühlschrank gehen lassen. Dann würde ich nach 2 Stunden das Brot formen und es dann im Kühlschrank gehen lassen. Ansonsten muss dieses Brot insgesamt etwa 4 Stunden gehen. So, wir haben die Hefe aufgelöst. Jetzt geben wir unser Mehl dazu. Ich habe hier 100 Gramm Weizen-Vollkornmehl. Das nehme ich immer ganz gerne ein bisschen Vollkornmehl, weil es neben Vitaminen, Ballaststoffen etc. auch mehr Feuchtigkeit aufnimmt. Das heißt, ich bekomme mehr Wasser in mein Brot und damit wird es auch saftiger. Dann habe ich 400 Gramm Weizenmehl, Typ 550, 10 Gramm Salz. Das ist auch schon alles, was in einem Brot gehört. Das Ganze verrühren wir jetzt gut. Und wer jetzt denkt, am Anfang sage ich ja, ein Brot, was man nicht kneten muss, rühren ist nicht kneten, also verrühren müssen wir das schon noch. Aber das ist in 2 Minuten erledigt. So, den Rand machen wir noch ein bisschen sauber. Ihr solltet schon schauen, dass keine großen Klumpen mehr drin sind, dass das Mehl auch alles gebunden ist. So, das schaut gut aus. Mehr brauchen wir hier gar nicht tun. Wir decken den Brotteig jetzt noch ab. Ich mache das jetzt hier mit einer Folie. Natürlich, wenn ihr eine Schüssel mit Deckel habt, umso besser. Für das Video ist es ganz schön, wenn man reingucken kann. Und den Teig lasse ich jetzt bei Zimmertemperatur einfach ungefähr erstmal 3 Stunden stehen. Sollen wir Hallo sagen, Lila? Hallo. Hallo. Das Brot ist jetzt 2 Stunden gegangen. Sieht schon super aus. Wir können jetzt noch einen Schritt machen, der wird das Brot noch ein bisschen besser machen. Ich mache das ganz gerne, ein sogenanntes Stretch and Fold. Dadurch bekommen wir zum einen ein bisschen mehr Festigkeit in den Teig, wodurch das Brot nachher auch besser aufgeht. Und zum anderen wird die Temperatur ein bisschen besser ausgeglichen, denn außerhalb vom Teig ist es ein bisschen wärmer als innerhalb vom Teig. Wenn ihr den Schritt nicht machen wollt, wenn euch das zu viel Arbeit ist, dann lasst es einfach weg. So, dafür machen wir uns die Hände ein klein wenig nass und dann ziehen wir den Teig einfach nach oben. Dadurch, dass der Teig nicht geknetet ist, sieht man, ist das Gluten hier noch nicht sehr stark entwickelt. Und diese Stretch and Fold, diese Zieh- und Falltechnik, hilft uns auch dabei, das Gluten zu entwickeln. Und dann drehen wir den Teig noch einmal um. So. Und dann decken wir es nochmal ab, nochmal eine weitere Stunde. So, insgesamt 3 Stunden sind jetzt vergangen. Das Brot ist, nachdem ich es nochmal gefaltet habe, sehr schön aufgegangen. Jetzt müssen wir es nur noch formen. Dafür mache ich ein kleines bisschen Mehl oben drauf auf die Oberfläche. Dann auch ein bisschen auf die Arbeitsfläche. So, und dann stürzen wir das vorsichtig auf die Arbeitsfläche. Wir wollen nicht die ganze Luft rauskneten jetzt wieder. So, das Brotfalten, das funktioniert im Prinzip so ähnlich wie
dieses Stretch and Fold. Also wir ziehen den Teig immer in die Mitte, drehen ihn dabei, so bekommen wir ihn schön rund. Und dafür am besten die Finger ein bisschen bemehlen, ziehen in die Mitte ziehen. Ruhig immer ein kleines bisschen in die Mitte reindrücken auch. So, das ist schon gut. Ein bisschen bemehlen. Umdrehen. Auch hier gut bemehlen. So, und jetzt muss das Brot nochmal gehen, die letzte Stunde. Kann auch sein, dass das in 45 Minuten schon fertig ist. Dafür nehmt ihr zum Beispiel, wenn ihr es habt, ein Gärkörbchen. Wenn nicht, könnt ihr das auch einfach in eine Schüssel legen. Ich nehme dafür ein Leinentuch. So, dieses Tuch meliere ich auch nochmal ein bisschen. Dafür nehme ich in dem Fall Vollkornmehl, weil es einfach ein bisschen besser trennt als das feine Mehl. Wenn ihr zu Hause ein Reismehl habt, das wäre optimal. Aber das geht eigentlich auch. So, dann noch ein kleines bisschen Mehl hier drauf. Und jetzt legen wir es mit der glatten Seite nach unten in dieses Körbchen. Und hier lassen wir ihn jetzt nochmal abgedeckt etwa eine Stunde bei Zimmertemperatur gehen. 45 Minuten bis eine Stunde. So, mein Brot war jetzt 45 Minuten noch am Gehen. Ihr seht das fertig ist daran, wenn ihr hier drauf tippt, das fühlt sich ganz weich an und der Teig springt sofort auch wieder zurück. Dann ist es perfekt, um gebacken zu werden. Würde der Teig jetzt zum Beispiel einfallen, wenn ihr drauf drückt, dann ist er schon zu weit gegangen. So, mein Topf ist jetzt schon im Ofen am Vorheizen. Ich habe ihn eine halbe Stunde vorher reingetan auf 250 Grad unter Oberhitze. Wenn euer Ofen nicht ganz so viel schafft, dann macht halt auch das Maximum. So, ihr könntet das jetzt versuchen, so zu stürzen und dann so einen Topf zu machen. Ist nicht ganz einfach, ist ein bisschen Verbrennungsgefahr da, deswegen machen wir uns das ein bisschen einfacher. Und zwar habe ich hier ein Backpapier. Das habe ich mir einfach in so ein Viereck gefaltet. Dann könnt ihr euch hier ein bisschen rausschneiden. Ist einfach praktisch, dann habt ihr nicht zu viel Papier nachher, was sich da so rumknistert und knittert. Das lege ich mir auf den Teller. So, den Teller, den lege ich dann einfach hier so drauf und dann kann ich es ganz einfach umdrehen und stürzen. So, erstmal holen wir uns den Topf raus. So, passt wirklich auf damit, denn der ist jetzt wirklich einfach nur knallheiß. Passt darauf, wo ihr den Deckel dann hinlegt, dass ihr den nicht auf die Arbeitsfläche einfach legt. So, das Brot müssen wir jetzt noch reinkriegen. Ja, sieht super aus, super aufgegangen. Ich schneide das jetzt hier auf dem Teller schnell an. Das geht mit dem Sägemesser übrigens sehr gut. Oder aber mit einer schönen scharfen Rasierklinge oder einem scharfen Messer. So, und so wandert das jetzt da rein. Dann kommt unser Deckel wieder drauf. Und jetzt lassen wir das Ganze. Und jetzt schieben wir das Ganze bei den 250 Grad in den Ofen rein für eine halbe Stunde. Nach einer halben Stunde nehmen wir den Deckel runter und backen das Ganze nochmal auf 220 Grad für 20 Minuten. So, nach einer halben Stunde schaut das Brot so aus. Schon ziemlich gut. Ich mache jetzt das Backpapier raus. Und jetzt wandert das Ganze so nochmal für 20 Minuten ungefähr rein. 50 Minuten sind um. Ich würde sagen, das Ergebnis ist richtig, richtig gut.
Super Kruste. Jetzt müssen wir das gute Stück da noch rausbekommen. So, zum Auskühlen würde ich es immer auf ein Gitter legen. Ganz wichtig, dass es nicht zu weich wird am Boden durch den Wasserdampf, der aussteigt. So eine super Kruste bekommt ihr wirklich nur in einem gusseisernen Topf oder Römertopf hin. Wir lassen das Ganze jetzt erstmal am besten eine Stunde auskühlen, bevor wir das anschneiden, denn sonst quetschen wir den Teig zusammen. So, jetzt schneiden wir das Ganze an. Ich konnte nicht lange genug warten, es abkühlen zu lassen, hatte ich so eine halbe Stunde abgekühlt. Und sieht super aus von innen. Schöne Kruste bekommen. Wirklich perfekt geworden für die wenige Arbeit, die das Brot gemacht hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Freue mich in dem Fall natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt, denn dann verpasst ihr auch keines meiner Videos mehr. Und ich freue mich über euer Feedback. Schaut auch gerne mal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Da findet ihr mich unter Thomas Kocht. Und dann sage ich bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao, ciao.